Wenn wir zu Hause bleiben sollen, dann sind wir natürlich für euch da. Wir spielen jetzt heute eine kleine Runde, denn passend dazu zum Coronavirus sollen wir ja eigentlich alle am besten zu Hause bleiben und haben uns gedacht, okay, wir zocken einfach eine Runde und spielen das Spiel weiter, was wir eigentlich für Sonntag geplant haben, weiter zu spielen. Aber das ist ja kein Problem. Wir machen jetzt einfach weiter, einfach aus dem Grunde, weil das Spiel noch recht lange ist und wir das oder so nicht am Sonntag durchkriegen würden, fangen wir jetzt damit schon so ein bisschen an, um vielleicht so ein bisschen zum Ziel zu kommen, um dann am Sonntag vielleicht den letzten Rest zu spielen des Spiels. Deswegen geht es jetzt rein in Kapitel 8, wo wir zuletzt hängen geblieben sind. Das ist Horace und wir haben eine Aufgabe. Jenseits des Wunders, ich hatte Alices Haus gefunden und dank eines Mannes mit dem Namen Slim machte ich eine Art innere Reise. Jetzt müssen wir einen Zug erwischen, um den Professor zu finden und das wollen wir natürlich jetzt auch machen. Ich muss hier nochmal alle Töne ausmachen. Das gehört natürlich immer so ein bisschen mit dabei. Dass immer so ein paar Töne mit dabei sind. Aber das ist ja kein Problem. Arcade haben wir hier fleißig. Wir können Bällen spielen. Wollen wir nicht? Wir könnten hier rein. Wollen wir auch nicht. Hier ist ein Schalter eigentlich. Ach, nee, lassen wir mal. It looked like I would need a ticket to get through the fairgrounds automatic doors. Ich glaube, da kommen wir später noch hin. Wir haben noch 4 Fahrkarten. Deswegen gehen wir hier wieder rein. Und gehen zum Zug. Steigen ein und gucken, was passiert. Mind the doors. The train is now departing. The clouds were gathering as we pulled into Factoryton and the Professor's factory. Und da wollen wir hin. Cold specks of rain began to fall as I stepped off the train onto the deserted platform. The station looked as if it hadn't been used in years. There were no conductors, no ticket barriers, not even an up-to-date timetable. The place was like a ghost town. Factoryton. This is Factoryton. Genau. Ja, zum Glück befinden sie sich in der Fahrkartenautomaten. Hier gehen wir erstmal raus. Rechts haben wir nichts, kann man nicht weitergehen. Links, Help Wanted, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ach, das ist der, ne? Ja, ach, okay. Ugh.
Eine B+, das ist doch schon mal schön. Damit hätten wir jetzt auch den Raum 3 freigeschaltet. Da wollen wir das jetzt noch machen? Ach komm, wir machen das mal. Wir haben heute gerade richtig Lust darauf. Get Rocket and let's go. Auch den B+, sehr schön. Gefällt uns. Das wollen wir jetzt aber nicht weiterspielen, denn wir müssen ja weiter. Hier hinten lang. Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Sage ich euch auch dazu. Deswegen... So. Dann haben wir alles Müll gesammelt. Und dann wollen wir... Nee, noch nicht alles. Hier ist noch ein bisschen was. Tada. Machen wir hier mal weiter. Oh. Oh. Scheiße. Düpp. Nein!
glaube, das ist der Shortcut nach... Ah, ich gehe erstmal hier durch. Ah, okay. Okay. Na, so nicht. So, ich muss hier rum. Denn ich muss nach oben kommen. Nein! Nein! Ach nein! Das müssen wir nicht. Und das muss ich auch ausmachen, weil das ist noch einer, der hier Krach macht. Der nicht Krach machen soll. So. Ja, aber wo muss ich denn da hin? Moment, ich gehe nochmal hier durch. Nee, ich dachte, hier ist jetzt irgendwie so ein Schalter, aber das ist er nicht. Hier ist kein Stromschalter, irgendwie sowas. Okay. Warte mal. Genau, so. Solomon Automations. Hier geht's alles um das Thema Automation und The security system jumped to life. I knew the only way I could deactivate it was to destroy its power source. That's when I spotted a perfect shiny surface. Maybe I could deflect one of the lasers toward the generator. okay,
As much as I wanted to look around the desolate industrial estate, I knew we had to find the professor. Ach nee, warte, jetzt muss ich... Pink? Nee. Wenn ich jetzt grün umlege. Ah, so. Nein, jetzt kann ich hier nämlich durch. Mr. Silton and the others arrived and changed out of their disguises. Although Mr. Preston was mourning, as apparently Mrs. Silton had only washed his and Mr. Logan's Halloween costumes. Okay, Halloween-Kostüm. Warum? So, jetzt gibt es hier so viele Türen. Ich gehe mal hier rein. The office was deserted, but it looked like people had left in a hurry. Various computers had been left on. Okay. Hier ist nichts mehr. Strangely, there were drawings of me everywhere. I hoped the professor could tell me why when we found him. There were no signs of life. If the professor was living here, he hadn't been here in a long time. I didn't want to leave without Mr. Silton. Okay. Oh! Oh! So, ich laufe hier gerade überall so ein bisschen durch die Gegend. But, ja, genau. Aber... This all looked very familiar. I would have looked around more, but we needed to find the professor. Shit. Nein, nicht hier rein. Hier rauf.
It's strange, none of the machines were totally active, but the power was still on. Hier sind die wieder. Okay, Moment. Nein, das klappt so nicht. Ich muss mit Geduld rangehen. Mit Geduld habe ich gesagt. Hier muss ich nämlich wieder runter. Denn hier kann ich rübergehen. Gehe dann nämlich jetzt hier hin. Nehmen wir jetzt diese Kästelschie hier. So, die Frage ist, muss ich jetzt hier durch? Nein. Also der Weg hier lang ist dann schon mal richtig. Die kommen mir auch hinterher, denn hier geht's jetzt weiter. A large piece of machinery blocked our path. Mr. Silton smiled when I asked what we should do next. I knew straight away that he didn't mean Mr. Preston or Mr. Logan when he said, "Someone's gonna have to climb inside." It seemed we could use the computer to move chunks of the machine around. I knew I needed to make a clear path, as it would be me that would be going through it. Ah! Du Scheiße! Also, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir nach oben kommen. Nee, das kann doch... Ach, Mist. Das war der falsche. Muss den ich da unten habe. Der muss dahin. So. Ja. Weil ich habe mir jetzt einen Weg gebaut. Seht ihr ja.
So. Tada! Okay, das ist dann doch nicht mehr so einfach. So. Dann gehen wir durch diese Tür. As we entered the extravagant corridor, the most beautiful tune played in the distance. But almost as soon as we began to enjoy its dulcet tones, the music stopped, dead. Oh. The professor was dead, but everything seemed wrong. He was old, very old, maybe 20 years older than when I'd last seen him. Mr. Silton sounded very sad when he said, "How did anyone even get in here? I don't know what to do now. I suppose we'll head back to the train station." Okay, also wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zu der Station. Steht hier ja auch. So einen ganzen Weg wieder zurück, ne? It was hard to believe the professor was gone. Although he was always suspicious of me, I was sad to think I'd never see him again. Is it? Yes, it is. This is the right day, said the professor as he jabbed at a small metal box. I don't know how much time I've got to explain, he continued as a bright light began to surround everyone. Oh, not long at all. We had reappeared just as smoothly as we had left, but we were somewhere very different. Mr. Preston and Mr. Logan were speechless, but the professor just continued studying his box. Looking back, I suppose I was rather stupid, as I ended up chasing a beautiful butterfly. I was lost, but soon I realized I wasn't as alone as I thought. Ist normal so ein bisschen abgelenkt, ne? Dann geht das jetzt schon gleich weiter, ey. Okay, let's go. I couldn't believe we had time traveled, but there was no time to sightsee.
This seemed quite valuable. The prehistoric world looked like paradise, except for the killer cavemen. Doch nicht so einfach, wie ich dachte. Einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen, ne? Ist das hier nicht? Now, this was clearly worth something. I would have liked to have a look around, but I had to get back to the others. After literally 10 minutes of Mr. Preston and Mr. Logan saying whoa and dude, the professor began to explain. Oh, Entschuldigung. Time travel. If I can find the correct point in time, then I should be able to, well, make things better. I suppose it's like we're in that excellent movie, chuckled Mr. Logan. Back to the Future? Replied Mr. Preston. No, that excellent movie. Back to the Future 2? Time Bandits? Time Cop? Terminator? Groundhog Day? Groundhog Day? Groundhog Day. The box let out a loud bleep as the professor gave it a heavy thump. This damn thing's so dependent on the maths used to calculate where the Earth is at any one point in time and space, that it's almost random where we'll end up, or even how long the time window will stay open. That last one was the shortest I've had yet. Although obviously apprehensive of our situation, I think Mr. Preston and Mr. Logan were too excited to really pay attention. But they were far less excited when I asked what his longest stay was, and the professor replied, about 15 years. I was stranded in ancient Egypt for so long. They had me build them a steam-powered robot. You should have seen the things they had it build. Yes, wonderful things. It was like I was the Thoth incarnate, or the modern Prometheus. Speaking of which, robot, have a look around, see if you can find anything to make a fire. So, gucken, ob wir irgendwo mit Feuer machen können. Sicherlich finden wir irgendwas. As great as my shoes were, they weren't much use when there was nothing for them to stick to. I rolled deep into the cave, but at least I had found the professor some firewood. Now I just needed to get back to everybody else. Ja. Nein! So, die Spinne ist, glaube ich, nicht so gut. It may seem ridiculous, but I really did fall this far into the cave. Gehe ich doch lieber hier durch, oder? Things started to look familiar. I was pretty sure I was nearly back where I had originally fallen.
Everybody warmed themselves by the fire. In the orangey glow, the cave even looked a little homely. Mr. Logan was much more comfortable now that he could see his surroundings, but Mr. Preston kept saying, "We're in bloody dinosaur times." The professor laughed. He pointed out that there was 65 million years between dinosaurs and the emergence of man. But that just made Mr. Preston panic about possible dinosaur ghosts. I got the feeling Mr. Logan had heard this kind of talk before, as he sighed when he said, "Oh, I suppose you believe in ghosts as well now, do you?" "Well, yeah," said Mr. Preston. "Barry's missus says this bloke who works with her uncle reckons his brother saw one. Fact." And with that, he began to tell the most amazing story I had ever heard. He explained how there was a man traveling through the Black Wall Tunnel who saw a young motorcyclist stood by a smashed-up motorbike. The man stopped, so the motorcyclist told him an address, but when he got in the back of the car, he fell silent, clearly in shock. "This isn't a ghost story," interrupted Mr. Logan. "This is called giving someone a lift." Mr. Preston was annoyed. Mr. Logan's stupid joke had ruined his train of thought. The brother of a bloke who works with Mrs. Silton's uncle gave a young motorcyclist a lift after a crash outside the Black Wall Tunnel. I said, just happy to be part of the conversation. "Yeah, that's it," said Mr. Preston as he explained that when the man arrived at the address, the motorcyclist had vanished. He said the man, not knowing what else to do, knocked on the door of the house. Soon an old lady answered, and when the man asked her if she had a son, she burst out crying and sobbed, "I did have, but he died 10 years ago today. Just outside the Black Wall Tunnel." I couldn't believe my audio sensors. This was concrete proof of the afterlife. I mean, Mr. Logan did point out that the story was from a children's TV show called Grange Hill, but you can't argue with the facts. Soon, the professor had finished inputting whatever data his box needed. "Robot," he said, "we need to be outside for my computations to be truly accurate. Find us an exit from this platonic allegory." The cave. Find us a way out. Okay, also wir müssen jetzt erstmal einen Ausweg finden aus dieser Höhle. Das wird jetzt richtig lustig. Denn es geht nur hier weiter. Und da ist wieder Wasser. Okay. This block looked perfect, so I decided I would only place it where the professor said I should. Das war ein Leben, was mir gerade weggenommen worden ist. Oh shit! Oh shit! Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, okay, wir müssen eine Mauerbrücke bauen. Durch alle anderen. Okay.
Okay, also ich muss jetzt runter. Ach Gott. Fick. Die nimmt mich immer. Die Blöse. Dankeschön fürs Zusatzleben. Wo wir das eigentlich gar nicht brauchen, weil wir hängen eigentlich hier nur dran, weil... Oh. Moment. Musste sein. Wir mussten das Leben verlieren, ging nicht anders. So, und den letzten. Den wissen wir ja auch, wo der steht. Kommen wir da jetzt hin. Da kommt er ja raus. Shit. Yep. Ah! Okay, so geht's also schon mal nicht. Sollen wir das so machen? Well, I've reversed the polarity of the neutron flow, so, here we go, said the professor as the glowing light surrounded us again. This is it, said the professor as he looked around. Oh no, he gasped as his expression became far more serious. It's the wrong time. We had appeared in another barren desert. I was beginning to think that the past was made of nothing but sand.
The professor looked concerned as he examined his box. It was then that we realized we were completely surrounded. The men seemed to think I was some kind of god, or, as it turned out, some kind of sacrifice. The stalactite above me looked quite unstable, like it was ready to come down. So. Ich konnte das Ganze gerade die Story nicht so ganz verfolgen, weil ich kurz mal was hören musste. Aber ich glaube, wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen hier so eine Mauer bauen. Nee. Aber ich schmeiß die nochmal da rein. So. Hoffe jetzt, dass das Wasser aufhört zu schwingen. Also den kriegst du nicht. Nein, den kriegst du nicht. Technisch kriegst du den nicht. Das kann's doch nicht sein, oder? Muss ich jetzt in die Lösung gucken, oder was?
Also Horace, ihr habt das schon wirklich gut gemacht. Ich bin gerade am Verzweifeln. Ich bin gerade wirklich am Verzweifeln. Ach, warte, komm. Nein. So. Some things were worthless junk, but this could be sold for a decent price. So. Hilft ja nichts. Irgendwann müssen wir ja auch mal weiterkommen und deswegen müssen wir mal kurz ein bisschen Lucky Lucky machen, um zu gucken, wo denn Lucky Lucky ist. So. Wir sind in Kapitel Nummer 8. So. So, ich guck mir das mal kurz an. Hier unten sind wir nämlich und mein Gedanke war ja, dass wir hier diese Dinger reinwerfen. Ach, ja, okay. Wenn man blind ist, ne? Wenn man blind ist. Wenn man wirklich blind ist. Denn wir müssen den treffen. Seht ihr? Und dann ist alles wieder ganz, ganz einfach. Entschuldigung. Ach ja. Ja. Man muss einfach nur ganz kurz auf eine Lösung gucken und dann findet man schon so einen kleinen Anhieb, wie man denn dann schon wieder weitermachen soll in dem Spiel. Und so ist es hier auch. Ich glaube, wir müssen da hoch. Oh. Nein. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass die herumlaufen können. Ups. Nachkommen. Oh. Nein, nein. Ach, Mist. Ist aber auch runtergefallen. Was haben wir gesehen?
Nein. Ja, du kommst mal dann, wenn du dann da rausgespawnt bist, genau. As I got to the top of the cliff, I could see everyone else being led away in heavy chains. Their extravagantly dressed capturers were only moving them in a slow march, so I followed them at a safe distance. Strangely, the men seemed to ask the professor something, who nodded in agreement. Although they clearly knew each other, the man in charge pushed the professor into a small wooden cage, along with Preston and Logan. The men then left. I was about to attempt to free my friends when one of the men returned with some tools. It was then I heard some machinery start in the distance, and the man left again. I then found out what the machinery was. Okay, es geht hier weiter. Wir fangen nochmal von vorne an. Mist. Mist. Okay, also wir müssen hier die hochwerfen, damit die hier dann reinkommen. Außer man ist natürlich so blöd und kriegt das nicht hin. So wie ich gerade hier. Ach Mensch, ich will aber auch zu viel, ne? Oh. Oh. Ach Mensch, das kann es doch nicht sein. Also muss eigentlich rechtzeitig hochwerfen, damit... Ah. Also das ist jetzt das, was man jetzt üben muss hier. Kokosnüsse werfen. Ach Mensch, das klappt nicht so, wie ich es möchte. Das ist doch gemein und fies.
ficken. Entschuldigung. Okay. Das sind von hinten. Irgendwas langsam. Nein. Okay, wir sind schon mal in Level 2. Level 2 ist schon mal ganz gut. Drei Level gibt es, glaube ich. Geschafft. Hey. Mr. Preston took a chance to do something I'm guessing he thought was brave, shouting, "Catch you later, you ancient Egyptian dickweeds." "This looks right." "Stay here," whispered the professor, "just in case." Ich glaube, das sah nicht gut aus. "Sorry to take you on a less than excellent adventure," whispered the professor, his voice slowly weakening, "but I knew you needed to see these things. I was always worried about the military possibilities, but I'm pleased to see your consciousness software is still growing. Life is a state of mind." I had no idea what he meant, but he looked so happy. "Quick!" shouted Mr. Logan, "hide!" I jumped into a large cupboard with Mr. Preston, who whispered something about seeing some people on the security monitor. The cupboard door was pretty thick, so I couldn't really hear what was going on, but suddenly I heard Mr. Silton shout, "Run!" When Mr. Preston eventually opened the door, we saw a large glowing light, exactly like the one from the professor's time machine. It was only then that I realized that we had reappeared just before we had left. As we walked back to the train station, Mr. Silton was truly confused. All he kept saying was, "What the bloody hell happened?" Ja, der Professor ist jetzt tot und damit sind wir in Kapitel Soon we were all 9. gathered around the dusty blackboard back at Mr. Silton's house. He was explaining what was an increasingly complicated plan. "And that, ladies and gentlemen," he said, "is the plan of the century."
Sim explained that Heather and her mum were in Lab 33. He said I should find them, then take them to the gate on the other side of the base. I nodded, even though I must have looked terrified. I'll need to register these two, he continued. Hopefully the guards won't notice I walked in with 3 robots and now only have 2. He wished me luck and reminded me it was Lab 33, but you only need to tell a robot something once. Labor 33, da müssen wir hin. Oh! Was ist denn hier? Hier ist nichts. Visitors is this way. Yes, it's danger. Hier ist nichts. Wir gucken halt einfach mal, was hier jetzt ist. Server Room. Der ist ja nie verkehrt. Ach so, der Alarmknopf. Okay, ja. Hier hoch. Ach Mist, ich muss zum Kontrollraum noch. Zu diesem hier. Nee. Zum anderen. Shit. Ist nichts außer der Weg, ne?
hier rein. Ich warte den jetzt doch einmal ab. Safety first. Und dann könnten wir da vielleicht ran. So. Er guckt jetzt einmal hoch. Wieder runter. Und dreht sich um. Dann kann ich jetzt hier nämlich raus. Gehe ich nicht hier hochgehen? Jetzt guckt er nämlich einmal hoch. Und wieder runter. Kann ich hier jetzt hin? Denn da guckt er jetzt auch einmal hoch. Und wieder runter. Und dreht sich einmal. Kann ich jetzt nämlich einmal hier hin? Ey, diesen Müllhaufen möchte ich gerne mitnehmen. Das ist, glaube ich, sehr riskant, aber egal. Oh, so auch noch. Da musst du dich wirklich beeilen. Ja, genau auch da stehen bleibt. Das ist das Blöde. Vor allem, der merkt das gar nicht, dass da Müll fehlt, ne? Geh wieder rein. Dann gehen wir gleich hoch. Jetzt gehe ich nicht raus, das ist zu heikel. Jetzt aber. So. So. Kamera schwenkt. Nein. Oh. Fick. Nein! Ach, die Kamera hat mich entdeckt. Das ist richtig blöd. So, nochmal.
So, wie könnten wir das jetzt hier umgehen? Lass uns mal gucken, wie die Kameras zusammenlaufen. Da. Fick. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Danke. Gegen die haben wir ja keine Angst. Das ist es hier. Passwort. Was denn für ein Passwort? Ich hab kein Passwort. Vor allem jetzt hänge ich hier gerade fest, ne? Das ist jetzt ja geil. Okay. Also wir brauchen ein Passwort. Und wie wir gerade festgestellt haben, geht das hier mit dem Controller, jetzt muss ich per Hand eingeben. Es ist wirklich ein Passwort. I was confronted by a severe-looking scientist who asked me where I thought I was going. I found his line of questioning interesting. Existential. Almost. I was so stunned I couldn't speak. Are you okay? Asked Heather. Mum told Dr. Heddle he really shouldn't force a power cycle on you robots. I don't think she recognized me. But eventually I got enough strength up to speak. However, all that came out was Heather. As for the old lady, I don't know how, but she recognized me as soon as I walked through the door of their living quarters. They both smiled when I told them how everyone else had worked together to create a distraction at the base's main gates. Well, said the old lady, we've been looking for an excuse to escape. Heather, grab your things and we'll get going. Oh. Okay. Der Stern noch mal kurz. Fick.
Alter, wie willst du denn das schaffen? Sollst das aufschrauben? Nur mal so. Ne? Oh. Wie willst du das denn schaffen? Ah! 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 Scheiße. Wie willst du das schaffen? Ey, das ist unschaffbar, Leute. Das ist unschaffbar. Warte mal, ich muss den drehen, okay. Okay. Also. Nee, das ist nicht schaffbar. Fick. Leute. Ey, das ist nicht schaffbar, Leute. Das ist nicht schaffbar. Ihr seht das, was ich hier schon machen muss. Es klappt nicht. Willst du das schaffen? Oh, es ist länger. Das ist blöd. Ich laufe immer in die gleiche Scheiße rein, ne? Immer in die gleiche Scheiße und immer, wenn ich hier wenden und vogel. Oh Leute, jetzt ist aber hier gut. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Leute?
Leute. Och. Ach, okay, das ist kurzer. Okay. Er macht immer unterschiedliche Move. Einmal einen kurzen, einen langen. Und bei diesen kurzen kannst du dann tauschen. Zu früh gesprungen. Klappt nicht. Okay. Okay, das klappt auch nicht. Jetzt? Nein, zu früh. Oh. Okay. Oh, oh, oh. Wir sind schon mal drin, das heißt, wir haben schon mal das Wichtigste geschafft. Nein. Fast. Okay, da kommen zwei. Also wir müssen langsamer. Nein! Kurz vor Ziel. Shit. Oh, oh. Okay, wir müssen laufen. Egal was es ist, wir müssen hier laufen. Sonst kommst du hier nicht rum. Wie soll ich denn das schaffen? Hä? Ah, okay, da in diese Kante springen. Oh, nein! Ah, ficken! Entschuldigung. Okay, es ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das kriegt ihr nicht mit.
Oh, nein. Ach, Mist. Shit. Oh. Was hier für Sounds kommen. Das ist ja gar nicht schön eigentlich, aber okay. Okay, wir dürfen hier auf jeden Fall. Hier kurz warten. Mist. Miste Kacke. Kacke Flutschi. Ich muss nach oben, ne? Okay. So lange gewartet. Shit. Och, Leute. Das kann's doch nicht sein. Nee, also das kann's nicht sein. Nein! 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 Oh, das war so kurz vor Ziel schon. Ach, nee. Shit, das war das dritte. Ach, nein. Oh. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt hier ungefähr das Ding hier irgendwo hinleiten. Ja, und dann auf die Stachelei. Oh. Ach, Misten. Shit.
Nein! Nein, 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 nein! Springen, unten, springen, unten, 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 springen. Ist das jetzt Level 1 oder Level 2? Oh, Leute. Oh. Mach doch mal Save Points. Das ist doch traurig. Oh, nee. Das ist ja grausam. Oh. Ihr merkt, ich bin so langsam ein bisschen angenervt. Aber wirklich. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte ihn treffen, ich wollte ihn aber dann auch gleich, selbst verwunden. Klappte nicht. Ich weiß nicht, welches Level wir sind. Aber langsam nervt mich das hier gerade an. Aber richtig. Aber so richtig. Ah, okay. Ah. Also wir müssen
soweit es geht, in der Mitte stehen, damit er auf seinen schönen Kopf schlägt. Denn er liebt ja seinen Kopf, deswegen müssen wir da drauf donnern. Nein! Oh, ich war so weit. Dieses Stachelding, ne? Das ist so eine nervige Sache. Daneben. War auch nicht so schlimm. Wenn man Leben kommen würde, ne? Was aber nicht kommt. Das ist traurig. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Korb ist ab. Der Korb ist ab. Der Türm ist offen. Nein, nein, nein. Oh. Oh, Scheiße. Oh, nee. Oh. Och Mensch. Nein. Ach. Der Kopf ist schon ab, das ist schön. Das Spiel hilft mir. Das Spiel hilft mir. Das ist toll. Wenn ich jetzt auf der richtigen Seite spawnen würde. Nein. Warum? Habt ihr schon mal so lange an einem Endgegner gesessen? Ach, endlich. Machen wir endlich A weiter mit single bored-looking guard stood between us and the exit. All the other soldiers must have been at the main gate, either being entertained or annoyed by Mr. Silton and the others. "How do we get past him then?" whispered Heather as we crept closer.
The old lady smiled. "I'll create a distraction and you two run for it," she said. "No, Mum," said Heather. "If we're leaving, you're coming too." But Mr. Logan soon solved our dilemma. As we quietly jogged through the exit, Mr. Silton and the others tore round the corner in the van before screeching to a halt, all the while Mr. Preston shouting and gesturing for us to get in. When things had finally quietened down, I asked Heather what was going on. "It all changed after Dad died," she said, explaining that because the professor didn't want anything to do with me, the old man's financial investors split the company into 12 divisions and began manufacturing all sorts of robots. So the old man, he was actually my creator, my maker. I suppose a more poetic man might have called him my father. Soon, the robots were sold to every country, Heather continued, saying that when a small skirmish in the Middle East turned into a global war, every country started using robotic troops. In literally less than a day, every country's robots realized that the other robots were not the problem, the humans were, and, very logically, deserted, with disastrous consequences. It suddenly all made sense. What the professor had said, all the other robots, and why no one ever wanted to talk about the war when I was around. All of a sudden, Alice shouted for everyone to hold on. We were being followed. Ja, jetzt sind wir runtergefallen. Das Blöde ist natürlich, dass wir hier runtergefallen sind, dass wir natürlich nicht diesen Anzug anhaben. Denn nur mit diesem Anzug kommen wir natürlich auch nach oben. Das ist natürlich das Blöde. Und wir müssen jetzt natürlich... I'd never really considered the idea of God, but I actually prayed that Heather was okay. Ich hab gedrückt auf die Taste. Es hat nicht geklappt. Stört hier irgendjemand den Funk? Das ist ja unglaublich. Nein! We'd fallen pretty far out of the van, and I wasn't sure I'd really braced her fall. So. Nein, jetzt. Ah. Heather greeted me with a calm smile. "I thought you'd find me easier than I'd find you, so I thought I'd stay put." I made a small shelter as quick as I could. It was soon pitch black and starting to rain, so Heather had suggested we rest. In the morning, when there would be better light, we could try to find our way home. "I don't think Dad ever imagined this would happen," said Heather with a sad look in her eye. "I mean, he would always talk about how he'd dreamt of a robot when he was a young boy. He and Mum was so happy when you finally turned up. I honestly think he thought robots like you could help the world, not kill millions of people." "Death is really sad," I said. It was an obvious thing to say, but Heather nodded. "When my best friend died," she continued, "I asked Mum why people had to die. She said it was to make room for new babies to be born.
I don't know why, but this made me feel both happy and sad at the same time. Mr. Preston practically fell through a bush as he said, "There you are. We've been looking for you all night." He explained that they had lost the soldiers but the van had broken down. Luckily though, it was actually only a short walk away. I must have looked sad when we got back, as the old lady sat down beside me. "What's the matter?" she asked. I told her that Heather had explained the war to me. The old lady sighed. "It's not your fault," before saying how the original idea was for the robots to be raised like children, learning and developing their own consciousness. But when the old man died and I was shut down, my consciousness was taken, hacked, and copied to every other robot, to bypass the growing up stage. Heather explained that every robot had a tiny bit of my memories, of the old man, the house, of everything. So when the war broke out, hundreds of unstable robots kept arriving at the house. "I think it was like some kind of pilgrimage for them," said the old lady. "That's why we created a scrambling signal. It only works within a few hundred miles, but turns any unlicensed or illegal robots close enough into mindless zombies. That's another reason we were surprised to see you." Heather explained how most of the planet had been taken over by robots. She said they were looking for more people, but it wasn't looking good. They had received a radio signal from Japan. There was a few thousand people who survived there. "Lord knows how," said the old lady. "Their robots outnumbered people 50-1 by the time the war broke out." Heather said how she had been writing a virus that would shut any robot down. "I'm not really a great coder," she said. "Mom was trying to work out a way to boost the scrambling signal, but now you're here I've got an idea." The old lady smiled and slowly nodded. "We should be able to clone your personality and broadcast your consciousness to all the other robots." Heather smiled. "We'll make them all nice." "Robot," interrupted Mr. Silton, "we're nearly done, but we're all starving. See if you can catch us one of them rabbits." So, den Hasen fangen, das wird jetzt ja richtig interessant. Also der wird auf jeden Fall gleich weglaufen, ja, natürlich. So, it must have been several years since the old man had died. It was strange. Heather was now as tall as me, if not taller. But at least everyone was back together. I was so happy for the first time in ages. I just knew everything was going to be alright. After all we needed to do was save the world, or at least help put it back together. I suddenly realized what Mr. Silton meant by "we're all starving." Aber doch nicht den schönen Häselein. When I got back, I told everyone that I couldn't catch anything. I don't think anyone was too disappointed. Kapitel 12. So schnell kann das gehen, dass man dann im Kapitel 12 ankommt. Wir machen mal weiter im Spiel.
invertierte Steuerung, ne? Ich hasse es, invertiert zu spielen. Eigentlich ist es ja nur eine kleine Lagersequenz, ne? So ungefähr. In the morning, Sim and Alice brought the blind man to the house. Despite his lack of sight, he was quite the computer expert. He talked the others through the process of setting up a video phone. He said it should serve our purpose, but the low bit rate might make everyone's faces look a bit blocky. Ist doch schon. The device soon crackled into life. Hello, Nighthawk. This is Dr. Hero of Japan. Are you receiving me? Over. Hello, said the old lady. This is Nighthawk. It's good to speak to you again. Dr. Hero explained that something had gone wrong and the enemy robots had nearly breached their defenses. We have everything we need to broadcast our nice virus and make the robots far more passive. It might take a few months. Can you hold out until then? Dr. Hero sighed. Well, we'll have to. I spent the rest of that day helping Sim and the blind man set up a computer with what they called the internet. Hey. The planet might have been ravaged by war, but this allowed people to communicate with each other. The old lady was concerned about viruses and other technical-sounding things, explaining that they might infect me. But Mr. Silton talked right over her, as he convinced everyone it was a great idea. It was amazing. When Heather and I looked at it, there was nothing but video games and awesome cartoons. When Mr. Preston looked, it was all strange conspiracies and ghosts. Mr. Logan saw guns. Alice saw that her church was having a summer fete. For Mr. Deck it was operas and subtitled films. But when Mr. Silton looked at it, I was shocked to find the entire thing was full of naked ladies. Later that evening, Mr. Silton wheeled an old piano into the room. Heather smiled as she explained that her parents had bought it for her when she had seen it in an old junk shop. As a thank you, she had written a piece of music for her parents, which one day she tried to play for them. Es hat geklingelt. Hallo. For some reason, she then gave me a huge hug and suggested I might like to play the piano with her. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Okay. As happy as the old lady was with us playing the piano, we soon got back to business. After scanning the house,
She explained that, other than the escaped nanobots, there were 4 test robots that I would have to track down. They had each taken important satellite parts that we would need to broadcast the nice virus, and we had to get these parts back to the hallway with the rest of our equipment. If you're going to explore the house, said Mr. Silton, you should know some of the doors have been boarded up. Here, take my crowbar. Oi, that's mine, laughed Mr. Preston. You said you didn't take it. You really are a proper c***. Mr. Preston explained that they had used it in what he called their old business. I soon realized this meant all sorts of robbery, but he said that they'd given that all up after falling out with their old gang of associates. Although Mr. Preston's story was very interesting, Sim and the blind man had something even more interesting for me, something they called an auto map. Okay, also, wir haben eine Map und wir sehen, da ist was Gefährliches. Endlich war die Familie wieder zusammen, wir begannen das Haus zu reparieren, um einen netten Virus zu senden. Da sind auf jeden Fall die Virusse und wir sollen jetzt wahrscheinlich... Wir sind im Hauptflur. Das seht ihr ja. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Hier draußen, hier sind wir nämlich draußen. Oder muss ich... Moment, hä? Oder muss ich im Haus weiter? Das hängt gerade so ein bisschen, ne? Findet ihr auch, ne? The block was very shiny. It looked like it might be able to reflect the laser beams. Ach so, Wenn dann diese Wand nicht wäre, ne? So. Ach so. Diese Steine. Dieses Stehen, muss ich mal überlegen. Ich müsste irgendwie den da oben drauf stellen. Okay. Geht nur so. Okay. Dann schauen wir mal hier. Hier ist. Dann gehen wir erstmal weiter. Würde ich sagen. Oder? Moment. Ah. Moment.
jetzt da durchgehe, dann bin ich tot. Ja. Ach, dann nehme ich den mit, genau. Moment. Ich nehme den mit. Oh, shit. Der Stein der Wahrheit ist umgefallen. Geht doch. Oha. After a while, I thought maybe it was a good idea to get the shiny block. Ja, und der kommt dahin. Nein. Ach. Stimmt. So geht's natürlich auch. Nehmen den Shiny Block gleich mit.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können natürlich nach oben gehen. Gehen wir hier mal rein. Okay. Das war blöd von mir. Ach, shit. Scheiße. 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 Ich wollte da erstmal hin. So, einmal hier rum. Okay, gehen wir erstmal einen anderen Weg. Gibt hier ja noch genug andere Wege. Wir müssen ja nicht in einen Weg gehen, ne? Gibt ja noch andere. Fliegende Bücher. Oh, hier ist eine Wand. Warum das denn? Ah, okay. Ups. Kuckuck. Kuckuck.
Wie wirst du denn diese Bücher los? Anderer Versuch. Ah, okay, so klappt das. Okay, also wir machen mit Büchern ganz langsam. Nein! Ach shit. Schon wieder hier lang. Gib mir doch mal einen Save Point, Leute. Ein Save Point. Das würde schon sehr viel helfen, wenn ich ihn safen könnte. Ach Mensch. Manchmal ist das aber auch mit dem Spiel so richtig verflixt, ne? Boah, boah. Ja, ja. So, ich gehe einmal hier unten hin. Versuche einmal so viele wie möglich zu triggern. So. Jetzt kann ich ganz schnell einmal hier hoch. Ich gehe lieber. So. Moment. Ach so, ja. Shit, das sind wieder böse Bücher. Ja. So. Einmal Bücher triggern. Das letzte Diagonal auch noch irgendwie, ne? Kommst du, Büchlein? Komm, 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 komm. Put, 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 put. Hier gegen die Wand. So, sehr schön. Jetzt einmal euch triggern. So, ich gehe durch. Das ist mir erstmal egal.
Oh. 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 Das ist etwas aber knapp. Okay, Moment. Komm ich da hoch? Nee, ne? Nee. Moment. Ey. Okay, müssen wir das so machen. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Das ging gerade nicht. Dankeschön. Den brauche ich jetzt, wirklich. Ich könnte natürlich auch in diese Tür reingehen, ne? Die Frage ist halt, wo muss ich hin, ne? Das ist die ganz große Frage. Von da komme ich. Aber ich glaube nicht, dass das... Ich muss doch hoch wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich hoch muss. Die Wand. Scheiße.
Fick. Okay, Die Frage ist, wo muss ich hin? Wo muss man hin? Das ist das, ne? Das ist das. Das ist aber nicht. Ich bin überfragt jetzt. So. So. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ach nee, hier sind wir lang gegangen. Genau. Okay. This room used to terrify me. I always thought these ancient tribal masks Scheiße. looked like something from a nightmare. Aua. Scheiße. Hä? Ich kann auch von hier nicht darüber springen, das geht doch nicht. Die Hintertür. Ah, jetzt sind wir da. Ja, okay. Ach, okay. Wo muss ich denn hin? Da oben ist auch eine Tür. Ich will aber eigentlich nach unten. Ew. Willkommen am Pool. Zu früh.
willst du denn das schaffen? Oh, Leute, das war doch gerade so richtig. Okay. Der Grüne ist auch nicht okay. Okay, gut. Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, danke. War so gut. War so gut und weit. Oh, warte. Wahrscheinlich können wir gleich durch Wasser schwimmen oder irgendwie. Ey, Millimeter, ne? Millimeter. Meckerst du schon. Das war noch kein Wasser, was ich berührt habe. So. Oh. Scheiße. Das Gewächshaus. Okay, Wände gehen kann ich gerade nicht. The boulder damaged the bridge. The bridge took another hit. One more hit and the bridge would collapse. Hä? Moment. Ah, okay. Ficken. The boulder damaged the bridge. The boulder damaged the bridge. Naja, dass die Felsen die Brücke zerstören, das ist mir klar. The boulder damaged the bridge. The bridge took another hit. Das Blöde ist ja, dass der auch Tannenzapfen wirft. Und mit diesen Tannenzapfen ist das hier so wie Säure. So, und diese Säure fliegt ja, wie sie will.
Level 3. The boulder damaged the bridge. Nein. The bridge took another hit. The boulder damaged the bridge. Ja, dass er die kaputt macht, weiß ich auch. Miste. Nein, 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 The nein, boulder nein, damaged the nein, bridge. The bridge took another hit. As if from nowhere, Heather appeared. I was shocked. The house was a dangerous place for a well-trained robot, let alone a young lady. Why are you so surprised? She asked. I know this place at least as well as you. I wasn't able to salvage much from this robot, just some containers full of a funny-colored liquid. However, Heather was far more excited. Wow, she said, Dad told me about this, but I never actually saw it. She explained that, with a liberal coating on my joints and exposed areas, I would be able to submerge myself in water. I could now spend limited amounts of time swimming. Only 10 seconds or so, but it certainly sounded fun. The machinery looked like it would explode in 10 minutes. I had to get it back to the hallway. I just hoped someone knew what to do with it. Warte mal, jetzt muss ich den... Ach so, in das Main Hall. Oh, shit. Shit. Also. Ich muss jetzt hier lang gehen. Nein! Geh einen anderen Weg. Ich gehe diesen Weg. Von da komme ich nämlich her.
gleiche Problem. Oh! Warten. 22, 23, jetzt. So. Falsch gesprungen. Jetzt unten raus. Ist hier eine Tür? Ja. When I got back, I gave the circuitry to the old lady. It took her and the others a couple of hours to work out what to do with this part, but eventually we were ready to head up to the roof to fit it. Everyone else was worried that Mr. Preston had gone out hours ago. He was going to collect the mean machine and said he would only be 20 minutes. But Mr. Silton said he was sure he was fine, and we should set up the next satellite transmitter for the nice virus. Mr. Silton and I were finishing up looking over the satellite dish. There was one thing I had always wondered about his home life. Due to the way she looked after him, I asked him if Mrs. Silton was in charge. But for some reason he got really angry, saying of course she isn't. But then ironically, we heard Mrs. Silton calling. For once Mr. Silton ignored her. At least until she sounded really annoyed. Mr. Preston explained to Mr. Silton that he had been attacked by their old gang associates, but Mr. Silton just got angry and said, "What do they want?" I told them we don't have the money from the post office robbery. He seemed to think that if their old associates tracked them down, then he and Mr. Logan would be able to scare them off. But the old lady pointed out that they would probably be more scared by what she described as a dangerous rogue robot. Der Erdboss ist besiegt und damit sind wir in Kapitel Nummer 13. Japan calling, this is Japan calling, came the voice again from the computer screen. With a big smile, Dr. Hero explained that they had been contacted by other survivors. But before he could say any more, he was interrupted in the most horrible way. Heather screamed. Nobody knew what to do. "We'll just have to wait," said the old lady, "and pray they're okay." Suddenly, the doorbell rang. Which was odd, as everyone we knew was already here. As it turned out, the old lady had telephoned the shopkeeper and junkyard owner. They offered to help with their wares, and were parked just outside if I needed them. So, der Erdboss ist besiegt und wir jetzt müssen die 3 anderen Roboter finden und mir ihre Schaltkreise holen. Also, weiter geht's. Da oben war noch einer und da unten, ja. Okay, also, ich gehe jetzt rechts, wieder rechts,
Genau, denn jetzt kann ich... Das Leben ist weg. Naja, okay, jetzt haben wir es wieder. Nein! Ach, fick. Entschuldigung, dass ich das Wort immer so gerne sage, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich shit. So. Hier hin. Hier rum. Rechts. Hier wieder hoch. Hier rüber. Oh. Ach, hier ist eine Wand. Ach, wie blöd. Blöd gelaufen jetzt. Ja. Wir müssen da lang. Weil da komme ich ja noch nicht lang. Müllkombo. Yeah. So, das war auch blöd. Jetzt haben wir noch den Müll gesammelt, statt hier uns zum Ziel weiter zu begeben. Ja, danke. Ich dachte, da kann man drauf springen. Nein, kann man nicht. Okay. Geht es denn hier hin? Moment. Das hat gar keinen Sinn, wo ich da hingehe. Ich muss doch hier zurück. Ich muss hier zurück. Ah, die Tür ist wenigstens schon offen. Das ist schon mal gut. Oh. Ja, was hat uns das jetzt gebracht, dass diese Tür jetzt hier offen ist? Gar nichts, ne? Moment,
Da waren wir. Muss ich doch da lang? Ach Mensch. Nee, das ist falsch. So. Zurück. Hier einmal rum. Ach, da ist der Knopf. Ah, okay. Oh, shit. Sind doch da einmal rum. Danke. Jetzt brauche ich ihn wahrscheinlich nicht. Oh. Ja, gut, dass wir das Leben gehabt haben. So. Oh, 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 oh. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, kommt gut hin. Nee, kommt nicht hin. Ich muss mal überlegen, ich muss jetzt irgendwie darüber kommen. Ach, so. Ach, ja. 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 Genau so. Nicht anders. Ja, danke fürs Zusatzleben. Das ist jetzt gerade wieder weg. Ich muss diesen Weg wieder gehen. Ach, Mensch. Shit, Scheiße. So, zack. Schnell durch die Tür, damit das gesaved ist. So.
Oh. Okay. Ah, ja. Nein. Okay. Ich suche mal vermutlich auch den schwersten Weg gerade hier aus, um irgendwie dahin zu kommen. So. Ja, danke. Okay. Hier rauf, wenn wir da sind, einmal rumdrehen. Hier drauf springen. Oder gleich hier rauf. Oh. Oder kann ich da an der Wand stehen bleiben? Ich habe das Zusatzleben unten liegen lassen, ne? Ach, wie scheiße. Ach, Mist. Wie blöd. Okay, da kannst du auch nicht stehen bleiben. Dieser Wand kannst du also auch nicht stehen bleiben. Hilfe, ich will nach Hause. Ja. Das sind tolle Zeiten hier. Das sind richtig tolle Zeiten. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Das Leben weg, ne? Ah, okay. Okay. Wisst ihr, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe heute keinen Bock mehr. Wenn ihr Bock habt, dass wir Horace am Sonntag weiterspielen, seid am Sonntag wieder mit dabei. Dann spielen wir eine weitere Runde Horace. Ich hoffe, wir kommen dann auch weiter. Wenn nicht, dann setzen wir das ganz schnell ab, das Spiel. Ja, ist wirklich so. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Horace. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal am Sonntag zu Horace. Ich bin jetzt raus. Tschüss, bis Sonntag. Und auf Wiedersehen. Ciao.